wie bist du darauf gekommen, dass es eine Matrix gibt? Und ja, ja, genau, das ist schon mal eine schöne Frage. Ja, ich würde sagen, weil ich selbst dahinter gekommen bin, dass in meinem Leben, in meiner Welt irgendetwas nicht stimmt. Ich habe das als Kind schon gespürt und ich bin dieser Frage immer weiter nachgegangen und habe dann festgestellt, dass ich gefangen bin in einer Matrix und die Matrix besteht aus bestimmten Vorlagen, die für viele Menschen gelten. Auf bestimmte Art zu denken, fühlen, Entscheidungen zu treffen, bestimmte Wünsche, Träume und so weiter zu haben und immer auf dieselbe Art und Weise agieren und reagieren. Da habe ich einfach gemerkt, dass irgendetwas da nicht stimmt. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich bestimmte Gesetzmäßigkeiten erkannt. Ich habe einfach erkannt, dass das wirklich ein System ist. Das ist ein bewusstes System, um die Menschen gefangen zu halten, sie energetisch auszusaugen und die Energie, die man dann zur Verfügung hat, für bösartige Sachen einzusetzen, was man ja auch bis heute schon tut. Das ist so die kurze Zusammenfassung. Also nur als Merkmal, dass die Menschen heutzutage immer eine Rolle spielen. Da sind sie eine Mutter, da sind sie eine Freundin, da sind sie eine Sekretärin, da sind sie eine Chefin. Überall sind sie irgendwas, aber nirgends sind sie so, wie sie wirklich sind. Das heißt, sie übernehmen bestimmte Rollen und diese Rollen schränken uns ein und zwingen uns dazu, auf bestimmte Art und Weise immer wieder zu agieren und zu reagieren. Und das war bei mir auch nicht anders. Und durch meinen Tod 2003 war das, ich bin gestorben und bin auf der anderen Seite aufgewacht. Also ich wusste bis dahin von all dem nichts. Ich habe zwar geholfen, ich habe Beratung gegeben und so weiter, aber ich wusste nicht, dass ich in der Matrix gefangen bin. Und auf der anderen Seite hat man mir die Frage gestellt, ob ich weitergehen will oder zurückgehen will. Und für mich gab es überhaupt gar keinen Grund, zurückzugehen. Man hat mir gesagt, wir werden dich lieben und begleiten, ob du zurückgehst oder ob du weitergehst. Und ich habe nachgedacht, habe gesagt, zurückgehen, wohin? In meinem Leben stimmte überhaupt nichts. Es gab überhaupt gar keinen Grund. Mein Leben machte überhaupt keine Freude und keinen wirklichen Sinn. Und ich habe den Mund aufgemacht, wollte sagen, ich will weitergehen. Dann hat derjenige mir gesagt, bedenke nur, wenn du nicht zurückgehst, werden all jene, die auf deine Hilfe angewiesen sind, vergebens warten. Dann hat er mit der Hand so eine sehr, sehr lange Schlange von Menschen gezeigt, die da mit hoffnungsvollem Blick zu mir geschaut haben. Und da habe ich gesagt, für mich selbst nicht, aber um diese Menschen zu helfen, sie da rauszuholen, gehe ich zurück. Und interessant ist, als ich im nächsten Moment in meinem Bett wieder aufgewacht bin, also aus dem Reich der Toten zurückkam, da fing es erst richtig an. Ich bin, und mein Bild ist wie, wenn man völlig schockiert aufwacht in einem Schrotthaufen, in einem Leben, in dem wirklich nichts in Ordnung war. Nichts war in Ordnung, nichts war richtig. Alle meine Annahmen sind nach und nach auseinandergefallen und das war wirklich ein sehr, sehr hartes Leben. Zu verstehen, dass das alles Matrix war, dass das eigentlich alles nur ein Schauspiel war, dass es mit mir so gut wie gar nichts zu tun hatte, dass ich ein falsches Selbstbild von mir hatte, dass meine Gedanken, Wünsche, Träume eigentlich mit mir und mit meiner Bestimmung, mit dem, was ich in Wirklichkeit bin, nichts zu tun hatten. Und das war nicht einfach. Und seitdem habe ich angefangen, mich zu entwickeln aus eigener Kraft. Und das, was ich mir erarbeitet habe, gebe ich auch gerne an diejenigen weiter, die dasselbe Interesse haben, aus der Matrix auszusteigen. Aus der Matrix auszusteigen. Was sind dann so die Symptome der Matrix? Zum Beispiel Wiederholung, sinnlose Wiederholung, dass die Menschen zur Arbeit gehen jeden Tag und sie wissen nicht wieso. Ihr Leben wird dadurch nicht schöner, sie werden nicht reicher, das Bewusstsein erweitert sich nicht und die Dinge wiederholen sich einfach nur. Ich habe ja zigtausende Menschen interviewt und
beraten und so weiter. Und sie haben mir immer wieder gesagt, dass sie nach 20 Jahren Ehe zum Beispiel neben dem Mann oder neben der Frau aufgewacht sind und sich gefragt haben, wer ist das? Ich habe mit diesem Mann, mit dieser Frau überhaupt nichts zu tun. Wie ist das passiert? Wie konnte das alles überhaupt so weit kommen? Und das bedeutet, dass die Bewusstheit darüber, was gerade wirklich geschieht, fehlt, weil die Matrix einem diese Bewusstheit nimmt. Und viele Leute glauben, dass sie die freie Entscheidung treffen. Sie glauben, dass sie die Freiheit haben, eigene Entscheidungen zu treffen. Sie erkennen nicht, dass die Entscheidungen für sie getroffen werden, indem man ihnen bestimmte Vorlagen gibt und sagt, du kannst eine davon wählen. Und sie glauben, dass sie die Freiheit haben, eine davon zu wählen. Und sie merken nicht, dass sie nur die Freiheit haben, eine von diesen Vorlagen zu wählen. Wie zum Beispiel in den USA gibt es hauptsächlich Republikaner und Demokraten und die Leute glauben, sie sind frei. Entweder oder, und das ist für mich keine Wahl, weil man hat da keine Freiheit. Und so ungefähr sieht es in allem hier in der Matrix aus. Die Matrix besteht eigentlich aus unsichtbaren Sekten, ob das Religionen sind, ob das Wirtschaft ist, ob das Politik ist, gesellschaftliche Sachen oder Kultur und so weiter. Das sind alles Gefangenschaften, die dem Individuum die Freiheit nehmen, wirklich eigene Entscheidungen zu treffen. Will ich überhaupt heiraten? Will ich Kinder haben? Will ich eine Familie gründen? Diese Fragen werden überhaupt nicht gestellt, sondern man wird fast dazu gezwungen, diesen Weg zu gehen, kollektiven Weg zu gehen. Das bedeutet, dass das individuelle Leben unmöglich gemacht wird. Das sind so Merkmale von Matrix. Langfristig gesehen, wenn wir Dinge tun, für die wir keine Erklärung haben, also Dinge, die uns unglücklich machen, dann ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir innerhalb der Matrix leben und gefangen sind und manipuliert werden. Mhm. Nun sind es auch Gewohnheiten, die hier auch gut bedient werden, weil alle sind satt, alle haben irgendwie ein warmes Bett und irgendwie funktioniert das alles. Und erst wenn tatsächlich mal so, wie soll ich sagen, der Vorhang mal aufgemacht wird und gezeigt wird, wie es sein könnte. So, das sind ja so paradiesische Zustände, von denen man mal was gehört hat, gelesen hat, vielleicht mal einen Film gesehen hat. Aber das ist alles im Außen. Wie können jetzt also die Menschen direkt diesen Aufwachprozess, dieses Aufwachen erleben? Also ich würde sagen, also ich würde jedem empfehlen, der aufwachen will und sein eigenes Leben starten will. Der erste Schritt, was man tun kann, ist beobachten lernen. Einfach beobachten, ohne zu werten, ohne etwas gut oder schlecht zu heißen. Beobachten zu lernen heißt, die Sinne verschärfen, dass man seine Blickrichtung von Gewohnheiten, die du so gut gesagt hast, löst und dass man einfach versucht, mehr zu sehen, mehr zu verstehen. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist Fragen stellen. Wirklich einfach alles, was man bis jetzt für selbstverständlich gehalten hat, hinterfragen und zum Beispiel, wenn man sagt, ich gehe jetzt aus dem Haus und ich esse irgendwas, dass man sich fragt, bin ich wirklich hungrig? Habe ich wirklich Hunger darauf? Habe ich Appetit darauf? Oder zum Beispiel, es gibt viele Menschen, Milliarden Menschen, die Alkohol trinken und sie wissen nicht wirklich wieso und sie kommen davon auch nicht weg. Viele von ihnen wünschen sich davon wegzukommen und sie schaffen es nicht. Genauso wie von Zigaretten und solchen Angewohnheiten. Der Hintergrund, also wenn man anfängt, das zu hinterfragen, warum rauche ich, wann rauche ich, wenn was passiert, welche Dinge passieren und dann rauche ich oder trinke ich, dann, indem man Fragen stellt, wird das Bewusstsein erweitert. Die Sinne werden schärfer und dann sieht man mehr. Und das bedeutet, wenn wir mehr sehen, wenn wir mehr wahrnehmen, verändert sich das Bewusstsein. Das Bewusstsein erweitert sich und wir können nur süchtig sein nach Zigaretten und so weiter, wenn wir ein eingeschränktes Bewusstsein haben.
Und wenn wir mehr Fragen stellen, wenn wir mehr beobachten, mehr verstehen wollen, dann verändert sich das Bewusstsein. Das heißt, das neue Bewusstsein und die alte Gewohnheit passt nicht mehr zusammen, ist nicht mehr kompatibel. Und dann kann man leichter da aussteigen. Und auch unter anderem aus der Matrix aussteigen. Wir dürfen aber nicht vergessen, der andere Grund, warum es so schwierig ist, aus der Matrix auszusteigen oder sogar aufzuwachen, ist, dass um die Erde herum, beziehungsweise unter der Erde, auf der Erde und in der Atmosphäre von Erde gibt es Energiefelder. Und diese Energiefelder sind von bösen Kräften so aufgesetzt, so formatiert, dass wenn jemand zum Beispiel Zigaretten raucht, dass seine Energie, diese Kraft des Atmens an das eine Energiefeld geht. Wenn man trinkt, dann geht es an ein anderes Energiefeld. Wenn man Angst hat, geht es an ein anderes Energiefeld wie Wut und Trauer und so weiter oder Süßigkeiten. Die Sucht zum Beispiel nach Zucker, nach Süßigkeiten, das sind alles Energiefelder, die unsichtbar sind für uns und sie halten uns gefangen und zwingen uns dazu, wie eine unsichtbare Sekte. Man geht rein, aber man findet nicht mehr raus. Die sind sehr eifersüchtig und wollen einen festhalten. Wenn man sagt, ich will frei sein, ich will nicht mehr rauchen, dann greifen sie einen an und machen einen fertig und bringen irgendwelche Anregungen, die uns immer dazu gebracht haben, warum wir überhaupt mit Rauchen oder Trinken angefangen haben, damit wir bloß nicht aus diesem Hamsterrad, aus diesem Kreis des Teufels aussteigen können. Das ist so der Hintergrund. Ja, schön, dass du das so sagst. Schamanismus sagt man tatsächlich auch, dass es wirklich so Wesenheiten gibt, die extra das alles so befeuern, dass du in die Angst kommst, dass du in der Angst bleibst, weil sie sich von dieser Energie ernähren Absolut. und ja, und eben auch diese vielen anderen Themen, ja, dann tatsächlich, ja, die Trägheit nochmal so richtig. Ach, bleib doch liegen, ist doch gemütlich. Ja, ist doch so schön, ein Glas Wein zu trinken, bla 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 bla. Ja, weil sie sich einfach davon ernähren. Und natürlich, es ist bisschen krass und vielleicht ein bisschen spooky, so darüber auch zu denken und das auch ja, mal so zu beobachten. Aber das ist wirklich eine unsichtbare Kraft und das, so wie du es erzählst, schön. Ich kann das also hier auch von der Insel tatsächlich mit bestätigen, weil hier werden viele Dinge auch sichtbar. Nun hast du auch gesagt, sogar, es hat mich sehr berührt, als ich das mal in einem YouTube-Video von dir gehört habe, dass auch ganz speziell auf Frauen ein Einfluss gesetzt wird und auch nachts bestimmte Dinge gemacht werden. Magst du da das mit uns teilen und auch gleich die nächste Frage, wie kann sich gerade eine Frau schützen oder ihre Energie schützen, behüten und sich auch dann wertvoll finden? Mhm. Ich bin ziemlich praktischer Mensch. Ich möchte, dass wenn man von etwas ausgeht, dass es wirklich auch funktioniert, dass es wirklich Resultate mit sich bringt. Mhm. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bleibe lieber liegen auf der Couch und trinke etwas und schaue mir Netflix an und sowas. Mein praktischer Tipp ist, darüber nachzudenken, einfach die Frage stellen, geht es mir besser, wenn ich die nächsten 12 Monate so weitermache? Oder geht es mir schlechter? Wird meine Lebensqualität besser oder schlechter? Wird meine Gesundheit besser oder schlechter? Verdiene ich mehr Geld oder weniger? Mhm. Das heißt, wenn man wirklich über die Folgen dessen, was man tut, nachdenkt, dann bekommt man eine gewisse Wachsamkeit, eine gewisse Aufmerksamkeit, eine erhöhte Aufmerksamkeit. Und dann lässt man sich auf solche 5 Minuten Vergnügungen nicht mehr ein. Das heißt, man sagt, ja, Spaß haben, Freude haben, schöne Sachen erleben, das ist toll.
Das ist schön. Ich bin selber auch ein Genießer. Ich muss alles genießen. Aber man sollte so genießen, dass man es nicht mehr bereut. Dass nach 2 Monaten, nach 6 Monaten, nach 2 Jahren rauskommt, man hat sich eigentlich krank gemacht und man hat sich belügen und betrügen lassen und sowas. Man hätte die Zeit auch viel besser nutzen können oder sowas. Das ist so der praktische Tipp. Immer tief in die Zukunft schauen und einfach überlegen, sich selber die Frage stellen, wird es langfristig für mich gut sein oder nicht? Und wenn man sagt, eigentlich nicht, dann sollte man die Gründe herausfinden, warum mache ich das dann? Weil grundlos tun wir nie irgendwas. Diejenigen, die Zigaretten rauchen oder Alkohol trinken, sie machen es auch nicht grundlos. Es gibt immer einen Grund dafür. Das heißt, irgendetwas belastet uns und wir versuchen, diese Belastung zu vergessen. Das heißt, wir wollen es nicht mehr spüren, wir wollen es nicht mehr fühlen. Das kann sogar das eigene Kind sein, das kann der eigene Ehemann sein oder eigene Ehefrau, die eigene Arbeit, die Umgebung, wo man lebt. Es kann alles Mögliche sein. Irgendwas belastet uns und wir trauen oder erlauben uns nicht, diese Belastung wegzuschaffen. Und stattdessen fangen wir an, Alkohol zu trinken, Zigaretten zu rauchen, Schokoladen zu essen, Süßigkeiten und so weiter. Von daher würde ich immer empfehlen, den Hintergrund und die treibende Kraft von dem, was wir tun, einfach mal zu hinterfragen, herauszufinden, warum mache ich das eigentlich? Wieso tue ich etwas, bei dem ich weiß, dass es mir eigentlich nicht gut tut? Es gibt immer einen Grund dafür. Wenn man den Grund erfasst hat, dann verändert sich das Bewusstsein, dann wird man ein anderer Mensch. Und der neue Mensch und die alte Angewohnheit ist nicht mehr zusammen kompatibel, dann kommt man leichter davon weg. Und diese Überlegung, also ich empfinde, wie soll ich sagen, ich empfinde eine besondere Liebe für Frauen. Das war schon immer so, nur es war mir nicht bewusst, warum. Und ich fange ganz, ganz, ganz oben an. Es gibt 7 göttliche Urkräfte, die der Allmächtige nutzt, um die Schöpfung zu erschaffen und aufrechtzuerhalten. 7. Die ersten 4 sind männlich. Die letzten 3 sind weiblich. Und interessant ist, dass Liebe die höchste und mächtigste Kraft ist von allen 7. Und durch Liebe entsteht die Schöpfung überhaupt. Und durch Liebe wird die Schöpfung zusammengehalten. Und noch interessanter ist, dass die Liebe weiblich ist. Also der weibliche Anteil Gottes, der Urschöpfer von allem, was existiert. Und da fängt es an. Das heißt, Frauen müssen sich bewusst werden, dass sie einen ungewöhnlichen Draht nach oben zu unserem Schöpfer haben und dass sie selbst auch massiv schöpferisch sind. Und das ist auch der Grund, warum diese Gnade ihnen zuteil geworden ist, weil die weibliche Kraft die Schöpferkraft ist, warum sie Kinder kriegen und nicht unbedingt Männer. Und das geht auch immer so weiter, zum Beispiel, du kannst mich ruhig unterbrechen, wenn ich zu viel rede. Zum Beispiel, die Mutter ist das Herz der Welt, der ganzen Welt. Ich wiederhole, die Mutter oder eine Frau ist das Herz der ganzen Welt. Zum Beispiel in einer Familie, Kinder entstehen durch die Mutter, nicht durch den Vater, sondern durch die Mutter. Das heißt, die Seelen inkarnieren durch die Mutter, sie kriegen einen Körper durch die Mutter und können in diese Welt inkarnieren. Und es ist immer die Mutter oder die Frau, die dem Mann Ja sagt und durch diese Vereinigung eine Familie entstehen kann. Interessant ist, dass in einer Familie die Frau oder die Mutter das Herz der Familie ist. Das heißt, das fällt mir auch ein bisschen schwer zu sagen, viele Männer werden das nicht akzeptieren, aber in einer Ehe oder in einem Zusammensein zwischen Mann und Frau beginnt die echte Erziehung des Mannes. So weit würde ich gehen. Das heißt,
die Mutter, also nicht in dem Sinne, der Mann ist, braucht Erziehung und die Mutter ist ihm überlegen, so nicht, sondern die weibliche, die göttliche weibliche Kraft oder die Frauen, egal wie alt sie sind in dieser Welt, sie sind aus meiner Sicht Botschafter der göttlichen Liebe. Alle Frauen in dieser Welt sind Botschafter der göttlichen Liebe, sind Botschafter und Repräsentanten von göttlicher Schönheit und des göttlichen Friedens. Das heißt, die Frauen bringen Frieden, Schönheit, Leben und Liebe in diese Welt. Nur durch die Frauen ist die Inkarnation in diese Welt möglich. Nur durch die Frauen ist die Entstehung der Familie überhaupt möglich. Und das muss man sich wirklich bewusst werden und sich viel mehr um die Frauen kümmern, egal in welcher Altersgruppe, ganz besonders wenn sie Mutter werden wollen. Und von daher freut es mich, dass wir zu diesem Anlass uns unterhalten. Du siehst, da sprudelt das schon einfach so aus mir raus, weil ich mich damit lange beschäftigt habe und vieles herausgefunden habe. Und das ist auch der Hintergrund, der wahre Grund, warum die künstliche Intelligenz jetzt überhaupt aufgetaucht ist, weil man die göttliche Intelligenz, die göttliche weibliche Intelligenz vernichten will. Für mich sind die Frauen die letzte Rettung der Menschheit. Ich sehe es so. Deshalb kümmere ich mich auch sehr gerne um Frauen. So, jetzt Hm. habe ich so viel gesagt. Jetzt bin ich gespannt, wie du dich fühlst, wenn du das alles hörst. Wunderbar. Ja, also es ist schon so, dass ich auch sage, die Frauen sind die stillen Anführer in der Familie. Und hast du eine starke Frau, ähm, ja, dann erst dann kann auch der Mann erfolgreich sein. Also hinter jedem erfolgreichen Mann ist eine starke Frau. Und kennen auch so viele wundervolle, schöne Frauen, so wirklich so schöne Blumen. Ich sehe sie immer so wie Blumen und wissen nicht, was sie für eine wundervolle Kraft haben und wie sie auch ihren Mann nähren. Und darum auch ist das auch, finde ich wundervoll, dass du das auch aus deiner Sicht als Mann hier mit in dieses Interview bringst, dass die Aufgabe des Mannes, so wie ich es sehe und wie ich es fühle und wie es sich auch hier auch am besten so zurechtsortiert und warum auch manchmal Männer so Stresse haben. Die Aufgabe des Mannes ist letztendlich, die Frau zu beschützen, damit sie sich entspannen kann und wirklich hier dieser Kanal des Empfangens zu sein. Und manche, mh, jetzt rede ich vielleicht ein bisschen viel, aber dieses wieder zusammenzufinden, dass die Frau wirklich empfangen kann und der Mann dieses Gefäß der Frau hält. Das ist das, wo wirklich Frieden, ausreichende Energie in der Familie ist. Und wir hatten natürlich mit Beginn des Patriarchats ging es ja los. So, jetzt funktioniert es vielleicht nicht mehr so ganz und jetzt hat man ein neues Tool gefunden. So, was würdest du denn sagen? Warum inkarnieren sich überhaupt Seelen hier in die Matrix? Weil von außen kannst du ja sehen, was da los ist. Die Intensität ist die Antwort. Das bedeutet, grundsätzlich haben wir drei Arten von Schöpfung. Also alles, was existiert, gibt es nur auf drei Arten. Entweder ist das materiell, wie wir es in dieser Welt kennen, oder es ist astral, also teilmateriell wie die Welten, wo die Seelen leben. Wenn wir hier sterben, leben wir dort. Oder ätherisch, da wo wir eigentlich alle zu Hause sind, bei unserem himmlischen Vater. Und übrigens, wenn ich von Gott und Christus rede, dann meine ich nicht das, was in der Bibel vorkommt oder in der Kirche, weil die Herrschaften mit Religion absolut nichts zu tun haben. Die Religionen sind Erfindungen der Matrix, um die Menschen gefügig zu halten, gefügig zu machen und gefangen zu halten. Und ich sehe es, diese Geschichte zwischen Mann und Frau so. Der Mann soll Lebensraum schaffen, irdisch, damit die Frau den Himmel in diese Welt bringen kann. Die Hm. Frau bringt oder die weibliche Kraft, alle Frauen eigentlich sollten das tun, tun es nicht, aber das hat auch mit Matrix zu tun.
Frauen sollen Himmel auf die Erde bringen. Nur Frauen können das, Männer können es nicht. Männer müssen einen irdischen Lebensraum schaffen, damit etwas überhaupt gedeihen kann. Aber die Liebe, diesen Frieden, Schönheit, das Leben überhaupt, bringen die Frauen vom Himmel auf die Erde. Das heißt, die Frau ist eine Oase des Friedens. Wenn eine Frau nicht mehr die Oase des Friedens ist, dann liegt es an der Matrix. Ich sage immer, meinen Kunden sage ich immer, wenn du krank bist, wenn du verwahrlost bist, wenn du perspektivlos bist, wenn du vereinsamt bist, keine Freunde hast, keine Freude hast und wenn es dir nicht gut geht, liegt das nicht an dir. Es war mal, wenn man früher gesagt hat, jeder ist eines Glückes Schmied, das war mal, es ist nicht mehr so. Schon seit 100 Jahren ist das nicht mehr so, dass die Menschen dazu wirklich dermaßen manipuliert werden, Tag und Nacht, dass sie krank werden, dass sie unglücklich werden, dass soziale Kontakte nicht funktionieren. Und das ist eigentlich künstliche Intelligenz, weil wenn man schon darüber nachdenkt, wieso künstlich, dann kommt man dahinter, wenn man das hinterfragt, künstliche Intelligenz ist gegen menschliche Intelligenz gerichtet, gegen menschliche Intelligenz, gegen natürliche Intelligenz und gegen göttliche Intelligenz. Und Frauen besitzen eine unvorstellbare göttliche Intelligenz, die so intelligent ist, dass dadurch Leben entstehen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die Schöpfungskraft Gottes hat er Frauen verliehen, damit das Leben hier auf dieser Welt überhaupt möglich wird. Das muss man wirklich verstehen. Und das ist auch der Hintergrund, warum ich ein Buch darüber geschrieben habe, die Enthüllung der satanischen Matrix der Schwangerschaft, der größte Betrug an Frauen, weil nicht oder immer weniger gute Seelen in dieser Welt inkarnieren, weil man Frauen so manipuliert hat, dass sie nicht wirklich von ihnen gewünschte Kinder bekommen, sondern irgendwelche andere. Und das ist schon der Anfang von Ende, dass eine Familie noch gar nicht entstanden ist, schon gescheitert ist. Und das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn ein Pferd ein Kind zur Welt bringt, dann ist es ein Pferd. Bei einem Elefanten ist das ein Elefant. Und je nachdem, wie die Frau tickt, wie sie isst, trinkt, ob sie Zigaretten raucht, ob sie Alkohol trinkt, wie weit das Bewusstsein erweitert ist, so wie sie ist, so werden auch die Kinder sein, die sie bekommt. Und deshalb habe ich auch in meinem Buch das geschildert, dass also eine Frau, die Kinder kriegen will, muss viele Jahre, bevor sie überhaupt schwanger wird, muss sie eine Mutter werden. Wie eine Mutter denken, fühlen, auf sich achten, Sport machen, keine Zigaretten, kein Alkohol. Viele Sachen, die normalerweise vor allem junge Frauen machen, dass sie das nicht machen, weil sie sich entwickeln wollen und sie wollen auch entwickelte Seelen bei sich haben, entwickelte Kinder. Und das ist so der Hintergrund. Für mich ist Familie etwas Heiliges. Wenn, das ist jetzt meine Meinung, wenn eine Frau mit sich selbst glücklich ist und wird sie automatisch einen glücklichen Mann anziehen. Ein glücklicher Mann, eine glückliche Frau bilden glückliche Eltern, Jahre bevor sie Kinder bekommen. Und glückliche Eltern ziehen automatisch glückliche Seelen an. Und das bedeutet auch, nur auf diese Weise entsteht eine glückliche Familie. Der Anfang ist bei der Mutter, bei der Frau. Eine Frau wird zu einer Mutter lange bevor sie überhaupt einen Partner hat, geschweige denn bevor sie Kinder bekommt. Und dann zieht sie auch entsprechendes Gegenstück, das genauso an sich gearbeitet ist und glücklich. Zwei Glückliche kommen zusammen, entsteht dadurch eine glückliche Familie, ein glücklicher Lebensraum. Und erst dann kommen dann die Seelen, dann wird sie schwanger und so entsteht eine glückliche Familie. Und eine glückliche Familie ist das Schlimmste, was der Matrix passieren kann. Und das verhindern sie mit allen Mitteln. Mhm.
Eine glückliche Familie ist der beste Schutz auch für die Kinder. Und wenn, Das mit Schutz sehe ich ein bisschen anders, weil ich sehe das so zum Beispiel, ich sage immer, wir brauchen nur dann Schutz, wenn wir auf derselben Ebene sind wie das, was uns angreift. Wir können natürlich uns irgendwas einfallen lassen. Esoterik ist voll davon, dass man mit Steinen und irgendwelchen Ritualen versucht, sich in Schutz zu nehmen. Aber wenn man in seinem Bewusstsein über diese Schwelle hinauf gewachsen ist, dann ist man für diese Angriffe überhaupt nicht mehr erreichbar. Das ist so das, was ich herausgefunden habe. Natürlich, solange man auf derselben Ebene ist, weil man sich noch nicht so weit entwickelt hat, braucht man Schutz. Aber eigentlich ist das viel effektiver, wenn man herausfindet, wenn etwas mich angreift, wenn etwas mich erreicht, Zigaretten, Alkohol, Wut, Trauer, Hass und so weiter, dann muss ich, das ist das Beste, was man tun kann, dann muss ich herausfinden, welche gleichen Anteile existieren in mir, wie in dem Angreifer. Ich bin mit dem Angreifer, was auch immer es ist, auf derselben Ebene. Wenn ich diese Anteile in mir, die wir beide haben, lösche, darüber hinaus wachse, dann kann es mich nicht mehr erreichen, egal was es ist. mhm. Ja, ja, das ist wirklich so eine Stufe. Also zuerst muss ich erstmal was tun, damit ich überhaupt erstmal Raum habe für Erkenntnis und Möglichkeiten zu finden, wie ich dann die Energie finde, um auch eine Bewusstseinserweiterung. Und das hat natürlich immer zur Folge, ein glückliches und erfülltes Leben zu haben. Und wenn ich auch über Schutz spreche, dann ähm, ist es einfach im Sprachgebrauch so. Es geht natürlich, du hast es gerade so schön beschrieben, die Anteile in dir, du gehst mit all dem in Resonanz. Was machst du, weil du ja auch schon viele Veranstaltungen und Seminare geführt hast, die du auch nennst Matrix Clearing. Was tust du dann in deinen Seminaren? Also ich reinige das Herz, indem ich die Seele reinige. Und das bedeutet, dass die Programme, Fremdprogramme, Belastungen, wofür der Betroffene selbst nichts kann, sondern man hat das auf ihn übertragen, zum Beispiel durch eigene Mutter, eigenen Vater, eigene Kinder oder aus anderen Inkarnationen, dass man denjenigen in eine unsichtbare Sekte geworfen hat, ob Religion, ob Wirtschaft, ob irgendwelche Kultur und so weiter. Diese Anteile lösche ich und dadurch geht es dem Betroffenen einfach besser. Und das bedeutet, ich berühre das Herz und bringe eine Art, sagen wir, Vorstufe zur Erlösung, dass die Belastungen, wofür der Betroffene nichts kann, nicht zu verantworten hat, dass sie wegfallen. Das ist etwas, was ich in meinen Seminaren oder überhaupt in meiner Arbeit mache. Das mache ich auch mit meinen Büchern. Das mache ich auch mit meinen Beratungen, Gruppencoaching zum Beispiel und so weiter. Das mache ich mit in allem, was ich mache. Das andere, was ich mache, ist, ich erweitere das Bewusstsein, indem ich das kritische Denken aktiviere in Menschen, dass sie Fragen stellen, dass sie Dinge hinterfragen, auch sich selber hinterfragen. Bin ich wirklich so, wie ich annehme? Ist das gut für mich, wie ich vorhin gesagt habe, das, was ich mache, langfristig gesehen? Baut es mich auf? Macht es mich glücklich? Wie sehe ich denn aus, wenn ich die nächsten 6 Monate so weitermache? Geht es mir besser? Habe ich mehr Geld? Habe ich bessere Gesundheit? Und so weiter. Mit solchen Aktionen sorge ich dafür, dass das Bewusstsein massiv erweitert wird, ohne dass die Menschen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Also ich will kein Prediger sein oder dass die Leute an irgendwas glauben. Ich will, dass die Leute einfach, das ist der Hauptkern von meinem Auftrag, dass der Mensch zurückfindet zu sich selbst. Mehr braucht er nicht. Das ist es. Also die Reinigung des Herzens oder die Reinigung der Seele, die Reinigung des Bewusstseins und dann die energetische Korrektur, Matrix Clean. Und da habe ich entwickelt die Programme, ich sage immer Bibliothek Gottes. Da gibt es Schöpfungsmuster, anhand deren Gott die Welt, alles was ist, erschaffen hat.
Und die sind unfassbar schön, unfassbar intelligent und wohltuend. Ich bin imstande durch seine Gnade, dass ich diese Schöpfungsmuster auf die Menschen übertragen kann. Und das bedeutet, ihre energetische Konfiguration wird korrigiert. Das heißt, energetische Belastungen, Fremdenergien und so weiter, sie werden entfernt und der Mensch energetisch wird aufgebaut. Das sind die drei Dinge, die ich mache. Bei jedem Video, bei jedem Buch, bei jedem Seminar. Das sind so meine Bestandteile meiner Arbeit. Mhm. Und wunderbar, dann ist das erstmal raus und dann gehst du mit dem in Resonanz, was dann noch von dir übrig geblieben ist, sozusagen, und das ist Liebe. So ist es. Das heißt, die Belastungen fallen weg Mhm. und viele Leute zum Beispiel reden davon, sie wollen sich selbst erkennen. Sie wollen wissen, wer sie sind. Und ich finde, weil wir in der Matrix leben, wenn es jemandem gelingt, zum Beispiel mir gelingt bei meinen Kunden, wenn du dir die Google-Bewertungen von mir dir anschaust, über 805 Sterne Bewertungen für alle Dinge, die ich da gemacht habe, dann wirst du nachvollziehen können, was ich damit meine. Wenn die Belastungen, alle Fälschungen, Verfälschungen, die in diesem System einem Menschen drin sind, wegfallen, dann kann der Mensch sich besser selber erkennen. Ich habe solche Sachen erlebt, dass sie, wie gesagt, in Bewertungen steht auch teilweise, dass sie ohne Zigaretten vor der Behandlung von mir nicht leben konnten. Sie haben gegessen und getrunken, um zu rauchen. Und nach der Behandlung ist ihnen schlecht geworden, wenn sie Zigaretten gerochen haben. Sie konnten überhaupt nicht mehr rauchen oder trinken oder bestimmte Dinge, Süßigkeiten, Schokolade und bestimmte Programme, die sie festgehalten haben, die waren einfach wie weg. Das heißt, meiner Meinung nach ist der Mensch ein Kind Gottes. Wir alle sind Kinder Gottes. Wir sind unglaublich schön. Wir sind unfassbar friedlich und intelligent. Jeder von uns ist ein Genie. Wir sind alle, ohne Ausnahme, hochbegabt. Wir alle, ob Mann oder Frau, Kind oder egal welche Altersgruppe, wir sind alle Kinder Gottes. Wir sind die besten Repräsentanten der göttlichen Schöpfung. Nur wir haben es vergessen. Wenn wir hier in die Matrix inkarnieren, dann wird eine wie Vergessenheitsdeckel auf uns gesetzt, so dass wir vergessen, dass wir göttlich sind, dass wir vergessen, was wir in anderen Inkarnationen erreicht haben oder geschafft haben oder was wir noch erledigen sollten. Wir vergessen hauptsächlich uns. Und mein Hauptauftrag ist, die Menschen daran an sich selbst zu erinnern, wer er wirklich ist. Nicht, was er denkt, dass er ist, sondern was er wirklich ist. Mhm. Lass uns noch mal darauf eingehen, der Einfluss der Matrix. So, wenn ich jetzt nachts schlafe, dann bin ich ja auch unbewusst. Und du sagst ja, es ist ein permanenter Einfluss, der hier auf uns wirkt. Wenn ich also all diese Dinge schon erlöst habe, dann bin ich auch nachts nicht mehr erreichbar für diese Wesenheiten. Die Frage, für was bin ich erreichbar, entsteht im Bewusstsein. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir schlafen oder nicht. Wenn wir schlafen, ist unser Alltagsbewusstsein, das ziemlich erdgebunden ist weg. Aber das seelische Bewusstsein ist da. Und das bedeutet, wenn wir in unserem Bewusstsein uns entwickeln, dann spielt es keine Rolle, wo wir sind, was wir machen, ob wir schlafen oder nicht. Wir sind wie in einem geschützten Raum und je mehr wir uns entwickeln, umso mehr Freiheit, umso mehr Macht, die wir eigentlich haben, werden aktiv. Das heißt, unser göttliches Dasein wird aktiviert dadurch. Je mehr wir uns von Dingen befreien, ich sage immer, wie gesagt, ich bin ziemlich praktisch orientiert. Mein Tipp an Zuschauer ist, das Wichtigste im Leben ist herauszufinden, was du wirklich willst. Tief in deinem Herzen, nicht in deinem Kopf. Ich will erfolgreich werden, ich will dies und ich will das. Das sind so irdische Sachen, die man uns eingepflanzt hat.
sondern tief im Herzen. Etwas, was dich wirklich glücklich macht. Wenn du schon daran denkst, könntest du losheulen. Wenn du schon daran denkst, könntest du lachen wie ein Kind. Das ist im Herzen, das haben wir mitgebracht in unsere Seele. Finde heraus, was das ist. Und dann erstell eine Liste, Negativseite, Positivseite, bezogen auf das, was du willst. Dass du sagst, welche Dinge tue ich gerade in meinem Leben, die muss ich aber lassen, wenn ich das, was ich im Herzen trage, verwirklichen will. Es gibt Dinge, Zigaretten rauchen, Alkohol, Pornos, irgendwelche komische amerikanische Fernsehsendungen oder Serien, Schokolade, Süßigkeiten, Fertigprodukte, 5G, permanent Handy am Ohr. All diese Dinge, die mich daran hindern, das zu verwirklichen, was ich im Herzen trage, sollte ich weglassen. Nach und nach, nicht plötzlich alles auf einmal, weil man dann durchdreht, sondern nach und nach. Und dann die positive Seite dieser Liste ist, welche Dinge müsste ich tun, die ich aber noch nicht tue, damit ich das verwirklichen kann. Das heißt, für jedes Ziel gibt es immer eine Negativliste, eine Positivliste. Negativ Dinge, die wir tun, aber lassen müssen, damit wir dahin kommen. Und Positivliste Dinge, die wir tun müssen, damit wir dahin kommen, aber noch nicht tun. Das ist so sehr praxisorientiert und das funktioniert auch, wenn man ehrlich mit sich selbst ist, weil Glückseligkeit ist eine Herzensangelegenheit und keine Kopfsache. Der Kopf weiß nicht einmal, dass wir existieren, geschweige denn, was uns wirklich glücklich macht. Ich sage immer, der Verstand kennt Zufriedenheit, aber das Herz, nur das Herz, kennt die Glückseligkeit. Der Verstand weiß die Dinge erst im Nachhinein, wenn sie geschehen sind. Das Herz weiß es im Vorfeld, teilweise viele Jahre im Vorfeld. Und deshalb sollte man seinen Verstand nutzen, aber nicht sich nutzen lassen von seinem Verstand und eher dem Herzen folgen. Das, was einen wirklich glücklich macht. Mhm. Eine interessante Betrachtung, beziehungsweise auch eine schöne Beobachtung. Der Verstand braucht oder auch zu wissen, okay, jetzt bin ich zufrieden, dann kommt vom Verstand. Aber bin ich glücklich, dann kommt es vom Herzen. Und ist es das, was wir dann auch sagen, Intuition, ja, wirklich den Kopf, ja, du kannst zwar Auto fahren durch den Verstand, aber wohin wir fahren, das bestimmt das Herz. Ist das dann an dieser Stelle, wo wir noch mehr lernen dürfen, unserer Intuition zu folgen? Ich würde es so formulieren, dass ich sage, wohin wir gehen, bestimmt unser Kopf. Aber wo wir hingehören, bestimmt unser Herz. Mhm. Diese Entscheidung haben wir vor der Inkarnation getroffen, was wir für ein Leben führen wollen. Und der Verstand ist in der Hand der Matrix. Unser Verstand ist eigentlich fast zu 100% in der Hand der Matrix. Wir können ihn trotzdem nutzen, zum Beispiel wenn wir Auto fahren oder wenn wir irgendwas kochen wollen. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass wir unserem Kopf folgen, weil unser Kopf ist eigentlich voll von Kollektivvorlagen. So macht man das, so heiratet man, so kriegt man Kinder und so weiter. Aber das Herz, wenn man zum Beispiel mit einer Frau zusammen, wenn ein Mann mit einer Frau zusammen ist, die er wirklich liebt, dann kann er gar nicht aus dem Haus zu gehen, ohne sie zu umarmen, ohne ihr einen Kuss zu geben. Dann kann er nur von einem Ohr zum anderen lächeln, wenn er ihre Stimme hört, wenn er eine SMS von ihr hört. Das ist alles Glückseligkeit. Man sagt, ja, das ist so klischeehaft, das ist so romantische Vorstellung. Nein, das ist das Leben. Das Leben schlägt auch, pocht auch in unserem Herzen. Das ist kein Zufall, dass das Herz die ganze Kraft überall in unserem Körper weitergibt. Und bei der Seele ist es genauso. Deshalb meine Empfehlung, meine Erfahrung ist, das Beste, was man tun kann, ist herauszufinden, was trage ich in meinem Herzen. Was auch immer es ist, es macht mich glücklich. Und ich habe nur diese eine Wahl, meinem Herzen zu folgen. Wenn ich meinem Kopf folge, lande ich irgendwo in der Matrix. Es kann sein, nach Vorlagen von Matrix werde ich erfolgreich, ich bin gefragt, ich bin berühmt, ich bin reich und so weiter. Aber das Herz sagt, ich habe davon nichts, weil all das mich überhaupt nicht glücklich macht.
Das ist auch der Grund, dass so viele weltbekannte Stars nur mit Tabletten einschlafen können, Drogen nehmen oder sogar bösartige Sachen tun, was mittlerweile immer mehr auffliegt, was Hollywood für eine Organisation ist oder Walt Disney. Das ist Wahnsinn. Das Mhm. ist Wahnsinn, was da abgeht. Aber der Kern, ob man es glaubt oder nicht, von Matrix ist, die Weiblichkeit zu zerstören, weil unsere Verbindung nach oben, also Liebe hier im Herzen, ist weiblich. Und deshalb ist das mir eine besondere Freude, wenn ich Frauen, die zu mir kommen, über 90% meiner Kunden sind Frauen, die zu mir kommen, dass ich sie daran erinnere, was eigentlich göttliche Weiblichkeit ist. Dass das, dieser Krieg zwischen Mann und Frau und toxisch, gegenseitige Vorwürfe, dass das mit Weiblichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Einen Mann zu terrorisieren oder zu sagen, ich brauche überhaupt keinen Mann und solche Dinge, die Videos, die ich da sehe bei TikTok, das ist einfach, das ist Wahnsinn, das ist Selbstzerstörung. Weil wir brauchen uns alle gegenseitig. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir sind gemeinschaftlich. Und wenn jemand sagt, ich brauche die anderen nicht, dann hat er das Leben nicht verstanden. Er hat die Schöpfung nicht verstanden. Und ich brauche die anderen nicht, heißt, ich tendiere immer mehr zu Isolation. Und Isolation für gemeinschaftliche Wesen, wie wir sind, bedeutet, dass es uns unglücklich macht. Und das ist auch Matrix. Also die Matrix stachelt Männer gegen Frauen auf und stachelt Frauen gegen Männer auf. Und die Familie, wenn man die Familien sich anschaut, glückliche Familien gibt es so selten, weil man die Familie, diese fast, würde ich sagen, Leihgabe Gottes so weit zerstört hat, weil man Frauen zerstört hat. Also Frauen dermaßen belastet hat, dass sie selbst eigene Weiblichkeit nicht mehr erkennen, geschweige denn, dass sie ihren göttlichen Auftrag für andere erfüllen. Das ist schon wirklich ziemlich kompliziert geworden. Also der Weg ist, besinn dich auf das, was du wirklich bist. Du bist göttlich, du bist wunderschön, du bist vollkommen, du bist eine Bereicherung für die Welt. Nur all das, was du bist, musst du auch tun. Du musst es auch aktivieren, du musst es finden, herausfinden, aktivieren und einsetzen. Eine Bereicherung sein für die Welt. Das ist die Essenz. Wenn man mich fragt, was ist Sinn des Lebens, sage ich immer, es gibt immer zwei, also ein menschliches Leben macht auf zwei Arten Sinn. Einmal für sich selbst und einmal für andere. Sei eine Bereicherung für dich selbst und sei eine Bereicherung für die anderen. Das ist Sinn des Lebens. Ja, danke. Es geht, denke ich, vielen Menschen auch das Herz auf, wenn man anderen helfen kann, aber helfen kann, glücklicher zu sein. Ja, das ist ein schöner Weg, darüber auch selber dann reicher zu werden. Danke, Said. Es ist auch so, dass du direkt auch noch zu passender Zeit jetzt ein Seminar anbietest, Lichtwanderer. Erzähl uns bitte darüber, wie bist du auf diesen Namen gekommen, Lichtwanderer? Was geschieht an diesen Tagen? Auch du machst es bestimmt auch öfter, auch wenn der ein oder andere vielleicht jetzt nicht gerade zu diesem Datum kann, Ende September. Was geschieht da? Also Lichtwanderer ist jemand, der sich bewusst dem Licht zuwendet, dem göttlichen Licht. Das Licht, das er schon in sich selber trägt. Wir sind Lichtwesen. Wir sind keine Menschen. Wir sind Geistwesen, wir sind Lichtwesen, die in dieser Welt menschliche Erfahrungen machen wollen. Und Lichtwanderer ist jemand, der aus der Matrix aussteigen will, die Matrix durchschauen will und sich selbst davon befreien will. Jemand, der das Leben liebt, jemand, der das Leben genießen will, jemand, der in Fülle und Hülle leben will, eine Bereicherung für sich selbst sein will und eine Bereicherung für die Welt. Ich sage immer, kein Mensch, kein Mensch, egal wie Milliardär, Millionär, berühmt und so weiter er ist, kein Mensch kommt an drei Fragen vorbei. Am Ende unseres Lebens werden wir diese drei Fragen beantworten müssen. Frage Nummer eins ist,
was hinterlasse ich in dieser Welt nach meinem Tod? Bücher, Kompositionen, Seminare, Videos, Anleitungen zu Glückseligkeit oder hinterlasse ich Trauer, Wut, Einsamkeit, offene Rechnungen und so weiter. Also was hinterlasse ich in dieser Welt? Und die andere Frage ist, was nehme ich mit? Was für ein Mensch war ich vorher, als ich hier angekommen bin? Und was für ein Mensch bin ich jetzt? Mit welchem Bewusstsein? Was in meinem Herzen nehme ich mit? Kann ich Aktien mitnehmen, Gold, Silber, Ruhm oder Häuser, Geld und so weiter? Nein. Wir können nur das mitnehmen, was ewiglich ist. Alles, was in dieser Welt ist, ist eigentlich vergänglich. Bis auf Bewusstsein und Liebe. Mhm. Das ist das, was ich meine. Ja, Und das wunderbar. ist das, was ich versuche, Menschen darauf vorzubereiten, dass sie gute Antworten auf diese Fragen haben, die sich dann am Ende, also man sollte jetzt schon so leben, dass wenn ich die letzte Stunde in meinem Bett liege, dass ich lächeln kann und sagen kann, Junge, du hast wirklich das Beste daraus gemacht. Du warst eine Bereicherung für dich, du warst eine Bereicherung für andere. Du hinterlässt wunderbare Werke, Kompositionen, Bücher, Videos, Seminare. Du willst die nachfolgenden Generationen helfen, obwohl du gar nicht da bist und so weiter. Da kann man mit einem Lächeln gehen. Gehen müssen wir sowieso eines Tages. Das ist auch nicht schlimm, wir kommen wieder. Die Frage ist nur, wie, in welcher Qualität, was nehmen wir mit, was hinterlassen wir in dieser Welt. Und übrigens, die dritte Frage ist, wo gehe ich dann hin? Das ist auch die dritte Frage, habe ich vergessen zu erwähnen. Also was hinterlasse ich in dieser Welt? Was nehme ich mit? Und wo gehe ich hin? Mhm. Ich Viele habe, gehen davon aus, dass wenn wir sterben, dass wir automatische Erlösung finden. Das wäre schön, aber es ist nicht so. Wenn wir hier in dem Zustand, wie ich hier sterbe, werde ich in einer ähnlichen Welt, astralen Welt landen, äh, die meinem Bewusstsein entspricht. Genauso wie hier auch. Also ich lebe jetzt aktuell in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie lange ich hier leben will, weil Schweiz sich verändert und ich habe mich auch verändert, aber in unterschiedliche Richtungen. Das mhm. ist zum Beispiel sowas. Mhm. Ja, sind drei wichtige Fragen, die wirklich lebensverändernd sind. Denn hier in dieser Welt, wo ich direkt sehen kann, wo sich mein Bewusstsein sogar sichtbar macht, ist es sicherlich auch manchmal leichter, etwas zu verändern, als in einer ja, anderen Ebene. So ist der Aufruf und auf Weckruf für jeden von uns immer mal diese Fragen vorzuholen und zu schauen, bin ich da noch dieser Standard oder nehme ich jetzt mal einen neuen Standard in meinen Tag? Du hast etwas Schönes gesagt. Du hast ein Wort genannt und für mich ist dieses Wort die Essenz des Lebens, nämlich Veränderung. Das heißt, da, wo sich nichts ändert, in der Partnerschaft, auf der Arbeit oder egal, in was auch immer. Wenn sich die Dinge nicht ändern, also positiv nicht verändern, dann ist da ein Stillstand. Und das Leben ist wie Wasser. Solange das Wasser fließt, hat es eine sehr gute Qualität. Wenn Wasser stehen bleibt, dann geht es kaputt. Und bei uns ist das auch so. Das Leben besteht aus Veränderung. Und wir müssen uns permanent verändern, verbessern, optimieren, korrigieren, weitergehen. Bücher lesen, uns entwickeln, das ist die Essenz des Lebens. Und nochmal ein praktischer Tipp für diejenigen, die irgendwas verändern wollen, aber es nicht schaffen. Irgendwas wollen sie verbessern, aber sie kriegen es nicht hin. Der Grund ist, dass sie die Verbindung zu etwas, also das, was ist, was sie nicht wollen, es ist da, zum Beispiel Geldlosigkeit. Dafür gibt es immer eine treibende Kraft. Irgendetwas, irgendeinen Grund gibt es, warum ich immer zu wenig Geld habe. Ich sollte mich nicht auf Geldlosigkeit konzentrieren und mit Gewalt versuchen, Geld zu verdienen, sondern solange der Grund noch vorhanden ist, die Ursache, die erste Sache, die Ursache. Wenn ich die Ursache geknackt habe, hier in mir, alle Ursachen sind in meinem Bewusstsein.
Nicht in meinem Vater, Onkel, Tante oder Freund, Freundin. Alles, was in meinem Leben existiert, habe ich verursacht. Wenn ich andere Ursachen setze, das heißt, wenn ich anders denke, anders fühle, wenn ich andere Entscheidungen treffe, dann verändert es sich automatisch. Ich muss mich gar nicht darum kümmern. Wenn ich sage, ich will mehr Geld verdienen und ich sage, ich verdiene wenig, ich habe mehr Rechnungen als Geld, dann muss ich die Ursache in meinem Bewusstsein erkennen. Wie denke ich denn über Geld? Wie denke ich denn über Reichtum? Wie definiere ich das? Da fängt es an, die Ursache. Wenn ich das korrigiert habe, dann kommt Geld von alleine, weil wir permanent im Austausch sind mit der ganzen Schöpfung, geschweige denn hier mit der ganzen Welt. Wir sind immer im Austausch mit allem, was existiert. Nur auf welcher Ebene und auf welche Weise. Ich sage immer, der Austausch zwischen uns und der Welt ist ein einziger Wasserhahn. Wenn wir wenig geben, bekommen wir auch wenig. Wenn wir es aufmachen und sagen, ich will eine Bereicherung sein für die Welt, dann wird die Welt eine Bereicherung für uns werden. Mhm. Mhm. Danke, danke, danke. Du hattest noch ein Buch, was du gerne Oh zeigen. ja, genau, weil du das zum Anlass genommen hast, Mutterkongress. Ich habe ein Buch geschrieben vor einigen Jahren, heißt Die Enthüllung der satanischen Matrix der Schwangerschaft, der größte Betrug an Frauen. Ich halte es, soweit Mhm. man das erkennen kann, hier in Mhm. Will, Mhm. Ist gut der zu sehen. größte Betrug an Frauen. Ja. Da sieht man auch, dass die satanischen Kräfte ihre eigenen Leute in diese Welt einschleusen und die Frauen damit betrügen. Ich möchte, dass Frauen bewusster Schwangerschaft angehen, sich gut und gründlich darauf vorbereiten, so licht wie sie sind, dass auch die Kinder, die sie bekommen, Licht sind. Nur auf diese Weise kann eine lichte, glückliche Familie entstehen. Familie ist so wichtig, dass es sogar in 10 Geboten steht, dass man die Eltern mit Ehre und Respekt behandeln sollte, weil das die Essenz der Familie ist. Und das bedeutet, dass man ihnen dankbar sein sollte, dass sie einem die Möglichkeit gegeben haben, in diese Welt zu kommen. Und das sind alles Werte und Ideale, die längst verloren gegangen sind. Und ich möchte die Menschen daran erinnern. Ich möchte die Frauen daran erinnern, dass sie göttlich sind und viel mehr göttlich sind, als sie vielleicht annehmen. Und dass sie sich zurückbesinnen auf das, was sie sind, nämlich göttliche oder Gottes Botschafter der göttlichen Liebe, der göttlichen Schönheit, des göttlichen Friedens und der göttlichen Weisheit. Frauen sind unsere letzte Verbindung zu unserem Schöpfer, so sehe ich das. Und die künstliche Intelligenz will genau Frauen oder Weiblichkeit zerstören. Deshalb gibt es jetzt diese Genderwahn, dass man die Geschlechter einfach völlig durcheinander bringt und so weiter. Der Sinn ist, Frauen kaputt zu machen. Und ich möchte, was mir möglich ist, dafür tun, dass genau das nicht geschieht. Mhm. Ich werde wahrscheinlich nicht allen helfen können, aber die, die das wirklich ernst meinen, die zum Beispiel jetzt nach Wiesbaden kommen, Ende September, ihnen werde ich helfen, dass sie die Matrix verlassen und ein eigenes System aufstellen und sich da auf ihr göttliches Wesen zurückbesinnen. Das ist das, was mich am meisten glücklich macht, eine Bereicherung für die Menschen zu sein. Dasselbe mache ich auch für Männer. Nur Männer haben einfach weniger Bereitschaft. Kein Wunder, sie sind ja über Jahrtausende terrorisiert worden von der Matrix. Da ist von Männlichkeit leider nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Aber Frauen kämpfen noch. Und das macht mich sehr glücklich. Mhm. Also Mhm. viel mehr Frauen kämpfen als Männer. Zum Beispiel gegen künstliche Intelligenz. Männer sind so begeistert wie kleine Spielkinder, dass sie sagen, mit KI kann man so viel machen und das Leben wird einfacher. Nein, das Leben wird künstlicher. Das ist die Wahrheit. Und irgendwann können wir gar nichts mehr. Wir können nicht mehr denken, wir können keinen Brief schreiben, wir können keine E-Mail verfassen. Das macht alles die künstliche Intelligenz. Das bedeutet, nach und nach werden wir ersetzt. Die meisten Arbeitsplätze, die es jetzt gibt, gibt es in 10 Jahren nicht. Also was auf die Menschheit zurollt, da lässt einem keinen Anlass zur Freude. Mal Mhm. sehen, was ich da tun kann. Ja, da sind wir.
Da tun wir uns jetzt hier alle ein bisschen zusammen, denn ich denke auch, du, lieber Zuschauer, Zuschauerin, gehörst mit zu diesen Seelen, Menschen, die hier voranschreiten, Pionieren sind, um diesen Ruf, den du irgendwie spürst, ja, und jetzt einfach auch suchst, was ist so der nächste Schritt, was darf ich jetzt wissen, was darf ich jetzt wissen, was darf ich jetzt wissen, um einfach dieses Bewusstsein hier anzuheben, wirklich diesen Schleier auch wirklich jetzt zu lüften. Und das ist genau der Punkt, wenn du nämlich erkennst, nur einen kleinen Moment sogar erkennst, in Resonanz hier zu gehen und die Liebe spürst, das ist gibt so diese Kugeln hier, wie nennt man die? Das ist wirklich so ansteckend und vor allen Dingen auch wenn du auch in diesen Gruppen zusammen bist und man sich live trifft, ja, das ist so eine Multiplikation, als wenn man irgendwo alleine wäre, sondern allein, dass sich eine Gruppe trifft, kommt eine Dynamik auf und ja, das ist jetzt genau der Moment. Wir haben einfach auch eine interessante kosmische Zeit, wo wir sehr darin auch unterstützt werden. Danke, danke, Said. Ich gebe dir gerne die letzten Worte hier oder gebe dir einfach diesen Abschluss für unser Interview. Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut über deine Einladung. Es war ein schönes Gespräch mit dir und ich habe das so richtig genossen und was mir möglich war, habe ich gegeben und gesagt. Und gerade jetzt deine Frage, dass ich eine Botschaft weitergebe. Ich würde gerne mit deiner Erlaubnis ein Matrix Clean Programm geben. Wenn die Leute dieses Video anschauen, dann wird das Programm in ihnen gespeichert und dieses Programm soll sie daran erinnern, dass sie göttlich sind, dass sie unglaubliche Kräfte zur Verfügung haben, dass sie mächtig sind und dass sie eigene Entscheidungen treffen sollen können. Wäre dir das recht? Ja, gerne. Also ja, wir beide sind hier jetzt die Plattform für das, was du in die Welt bringen darfst. Das mache ich auch gerne. Das nimmt nur ein paar Sekunden Zeit in Anspruch. Und hier kommt das Programm. So, ist erfüllt. Das ist in allen gespeichert, die jetzt das Video gesehen haben. Und wer auch immer ihr seid, wo auch immer ihr seid, besinnt euch auf euch selbst. Du bist göttlich. Du hast unvorstellbare Macht in dir, unglaubliche Kraft. Und du hast nur eine Möglichkeit, glücklich zu werden. Du musst deinem Herzen folgen. Folge nicht Menschen, folge deinem Herzen. Und wenn du möchtest, wirklich diesen aufrichtigen Weg zu gehen, helfe ich dir gerne. Komm einfach auf mich zu. Euch alles Gute. Ich habe mich sehr gefreut, Christiane. Dir auch alles Gute und danke auch für deine Zeit.